Welcome back, Freunde, zu einem neuen Element Fischen Video. Heute schauen wir uns, ihr seht, ich habe mein erstes Leiden Dark Nut 5 gezogen. Dämmerungs Nut 5. Nicht gezogen, natürlich durch die Mission bekommen die Dark Krankenschwester. Die schauen wir uns heute an. Super Monster, super Element, muss ich sagen. Also sowas bekommst du bei Summoners War nicht. Sowas Gutes. Bin echt überrascht. Nicht nur für PvE, auch für PvP-Content. Arena, Gilde, sehr, sehr gut spielbar, einsetzbar. Und gleich schauen wir uns an, wie sie gebaut ist. Und noch den Light Dungeon. Alle Bereiche können wir natürlich heute nicht testen, wo sie gespielt wird. Aber hier sind wir gerade im Heavy Metal Dungeon. Da sieht man gleich, dass sie richtig stark ist. Ja? Durch ihre Raketen und ihren Attack Bar Reduce wirklich OP Nut 5. Ihr braucht da keinen Light Popo Reiter, wer da unlucky war, kann einfach das Team hier spielen. Jetzt, deswegen ist sie so geil. Sie haut die Attack Bar einfach komplett runter. Ja, der Boss kommt einfach gar nicht zum Zug. Und das macht sie so stark. Nicht nur das, aber das zum größten Teil. Ihr bekommt die Dark Krankenschwester hier eine Mission bei 200, ich glaube, irgendwas 230 irgendwas war das. Oder 240 Points. Ich glaube hier irgendwo. Ich glaube, hier war es bei 240. Gewinnen Sie 10 Mal gegen Spieler der Rangstufe Gold 1. Ist noch gut machbar für Free-to-Play-Spieler. Einfach am easiesten, am leichtesten natürlich am Anfang der Woche, wenn Low Def drin steht. Da werdet ihr keine Probleme haben. Am schwierigsten ist, glaube ich, hier die Bewertung B zu bekommen beim Heizkörperwasser im Verlies. Das schauen wir uns gerade mal an. Heizkörperwasser im Ödbecken. Ja, da habe ich auch gerade mal ein B geschafft. Das ist nicht so leicht. Vor allen Dingen, du brauchst unbedingt für diesen Boss ihn hier, den Revolverheld Baum. Er ist so stark mit seinem Death Ignore. Also ohne ihn, gerade für Free-to-Play-Spieler, Low-Cacher, wird es echt schwierig. Es sei denn, ihr habt eine super Nut 5 Baum, Nut 5 Unit, wie zum Beispiel den Dr. Evil Baum. Ja, auch noch, aber der ist absolut mega OP. Im Übrigen auch in den anderen Wasser-Dungeons hier im Verlies. Deswegen unbedingt bauen. Revolverheld Wind. Das ist der Weg, wie er zur Dark Krankenschwester kommt. Für mich so die schwierigste Mission auf dem Weg zur Krankenschwester. Aber schauen wir uns die Schwester mal an. Wo habe ich sie? Hier. So. Skillset. Wir haben hier auf Skill 1, wie auch bei der Baumkrankenschwester. Und ich glaube, bei der Feuer ist der auch gleich. Greifen Sie den Feind an und stellen Sie 15% der Gesundheit des Verbündeten mit der niedrigsten Gesundheit wieder her. Auf dem ersten Skill sehr, sehr hilfreich. Wir heilen einen unserer Verbündeten wieder ein bisschen hoch. Gerade wenn man Echo-Set spielt, ist dieser Skill mehr, als er jetzt aussieht mit 15%. Wir bekommen ja hier nochmal Skill-Ups dazu. Also der ist richtig krass für den ersten Skill. Muss aber voll geskillt sein. Also alle Powerbohnen. Die Frage, lohnt sich Powerbohnen in die Dark Krankenschwester reinzufusen? Absolut. Ja, absolut. Ich würde sogar sagen, hat Vorrang. Ja, die Powerbohnen, die ihr zur Verfügung habt, haut sie in die Dark Krankenschwester zuerst rein.
Der zweite Skill, greifen Sie den Feind an, wenden Sie Vergessenheit und Verteidigung senken, also Death Break für 2 Runden an und reduzieren Sie die Aktionsleiste um 35%. Also auch schon auf dem zweiten ist übrigens auch der gleiche Skill wie auf der Baumkrankenschwester. Auch auf dem zweiten haben wir schon einen Attack Bar Reduce, ja, von 35%, geht leider nicht mehr hoch, aber die Abklingzeit geht runter. Wer dann alle 2 Runden 35% Attack Bar Reduce, das ist auch richtig gut, ja, richtig stark. Aber jetzt kommt der brachiale dritte Skill bei der Dark-Krankenschwester. Chemischer Beschuss. Starten Sie 6 Raketen, um nacheinander alle Feinde anzugreifen, also ein AOE, und deren Attack-Leiste, Aktionsleiste um 50% zu reduzieren. Optimale Crowd Control. Wir können, wenn wir noch eine andere Attack Bar Reducer dabei haben, können wir den Boss oder die Gegner permanent down halten, dass sie gar nicht erst moven, ja, mit dem Skill. Wenn sie ein Ziel mit einem Debuff-Effekt treffen, also er hat schon negativen Effekt auf sich, der Fight oder der Boss, verlängern sie die Abklingzeit seiner Fähigkeiten um 1 Runde und verkürzen sie die Abklingzeit eines zufälligen Verbündeten außer ihnen um 1 Runde. Auch nochmal richtig, man braucht das eigentlich nicht unbedingt, ja, aber es ist nice to have. Das, wenn Sie ein Ziel mit einem Debuff-Effekt treffen, verlängern Sie die Abklingzeit seiner Fähigkeiten um 1 Runde, ist natürlich gerade bei Bossen nochmal zusätzlicher extrem starker Faktor nach dem Attack Bar Reduce. Ja. Ihr habt es ja gerade gesehen beim Heavy Metal Boss, wie stark dieser Skill ist, wenn sie ihre Raketen abfeuert. Das einzige Negative bei diesem Skill ist, dass er halt relativ langsam ist, was sie dann später im Endgame für Speedruns eigentlich ausschließt. Ja. Aber bis es soweit ist, dauert es ja eh noch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall für ein Safe-Team optimale Unit. So, hier haben wir noch Schaden. Fügen Sie Schaden proportional, es geht ja noch weiter. Fügen Sie Schaden proportional zur maximalen Gesundheit des Feindes zu. Also hier auch nochmal ein Damage mit im gleichen Skill. Richtig, richtig cool. Und als Leader-Skill hat sie plus 33% LP. Leader-Skill fürs komplette Team. All around. Also gilt in allem, in jedem Content. Wie wird sie gebaut? Meine Empfehlung ganz klar auf einem Echo-Set, damit sie häufiger zum Zug kommt, weil ihre Skills dafür prädestiniert sind. Je öfter sie move, umso, eigentlich bei allen Krankenschwestern, nicht nur bei der Dark, ja, gerade auch bei der Feuer Krankenschwester, extrem OP, wenn du da ein Echo-Set drauf hast. Also Echo-Set meine erste Wahl. Free-to-Play-Spieler, Anfänger, Early Gamer werden noch kein gutes Echo-Set bekommen. Die können gerne auch hier ein Geschwindigkeit Speed-Set spielen. Die sollte eben relativ früh moven, wegen ihrem zweiten Skill, dem Death Break. Auch. Ja. Aber ansonsten baue ich sie auf Speed, also LP, Lebenspoint und hier auch LP, aber ich habe da halt nichts gehabt. Echo-Set nicht so einfach, da das gewünschte zu bekommen. Deswegen habe ich hier Def drauf, Verteidigung, aber ist auch okay. Ja, also Speed, LP, Def, ganz wichtig, Genauigkeit, mindestens 50% sollte sie haben,
damit ihr eben auch eure Raketen trefft. Ja, und auch den zweiten Skill, den Death Ray, Vergessenheit und Attackbar Reduce auf dem zweiten mindestens 50%. Ich bin schon an der Grenze eigentlich. Mir wäre mir lieber, aber ihr wisst ja, es geht manchmal nicht so, wie man das gerne hätte. Ich habe hier noch ein Inspire-Set mit drauf, Verbündeten Attack. Ist nice to have, da noch mal ein bisschen mehr Damage fürs gesamte Team. Wenn man sie im PvP spielt, sollte hier irgendwann dann ein Immunity-Set drauf. Ja. Oder Rache-Set. Kann man auch gut spielen. Immunity oder Rache-Set als Offset zusammen mit Echo für PvP. Oder Geschwindigkeitsset kann man auch im PvP spielen. Problem bei ihr, sie hat halt nur einen Base Speed von 94. Nicht so viel. Im letzten Video haben wir gelernt, über die Stapel bekommen wir nochmal 5 Geschwindigkeitspunkte dazu. Also maximal können wir sie auf 99 Speed bringen. Musst halt gerade mal 5 Dark Krankenschwester zusätzlich ziehen. Dann ist kein Problem. So, jetzt schauen wir uns noch den Underground Vegas an. Mit der Dark Krankenschwester habe ich vorhin schon mal probiert. Ich habe sie heute erst gezogen. Ich konnte noch nicht so viel ausprobieren. Ich spiele hier mit dem Robo-Ingenieur. Werden nicht so viele haben, weil es ist ja eine Dark Nut 4 Unit. Man kann immer als Ersatz anderen Attackbar Reducer spielen, aber gerade in Dark würde ich sagen, hier, den Riesen kann man hier gern für den Robo mitspielen. Der ist relativ free to play, oder ich glaube, man bekommt ihn sogar bei den Herausforderungen, den Riesen. Ich glaube, den bekommt man sogar geschenkt. Ich möchte das Team irgendwann hier die Dark mit einbauen. Vorbereiter Dark extrem OP für den Dungeon später. Aber ich habe halt noch kein Foot. Und meine 5 Stars gingen heute alle in die Krankenschwester. Konnte ich noch nicht bauen. Aber es geht erstmal so. Kein Speed-Team, aber der Dungeon ist ein bisschen tricky. Safe geht vor Speed, ihr wisst. Deswegen schauen wir uns den gerade mal an. In dem Team wichtig, Attackbar Reduce. Attackbar Reduce, dass der Boss gar nicht erst moved, und das haben wir hier satt. Wir haben unseren Feuerrevolverheld, der haut unsere eigene Attackbar hoch. Sie haut die Attackbar runter, gibt einen Speed Debuff, und die Schwester und der Robo oder der Riese dann, die hauen richtig die Attackbar runter zusätzlich. Und da sie Dark Elements sind, können sie euch nicht so leicht wegsterben in dem Dungeon. Aber schauen wir uns das mal an beim Boss. Und dann später gespannt mit Speed-Teams. So. Ihr braucht natürlich auch Popo-Reiter und ihr, der Schütze, ein volles Skill-Ups. Robo hat bei mir 2 Skill-Ups, also der hat eigentlich nichts. Und die Krankenschwester, die hat noch überhaupt einen Skill-Up von mir bekommen, weil ich habe keine Baubohnen gerade. So, ihr seht, er wird permanent runtergehauen. Kommt gar nicht zum Zug. Wir müssen natürlich auch ein bisschen lucky sein, dass wir ein bisschen tanky sein, dass er uns nicht gleich unsere erste Unit durch den Skill weghaut, den wir gerade gesehen haben. Also unser Robo überlebt erstmal. Kommt gleich wieder ins Spiel rein. So, jetzt brauchen wir so langsam mal ihre Raketen. Noch ein bisschen, jetzt kommen die Raketen.
Das ist so krass, ja, das ist so krass. So ein bisschen RNG jetzt, weil wir keine Skill-Ups haben. Mit Skill-Ups ist natürlich wesentlich besser. Aber ich denke, man sieht schon sehr gut. Oh, jetzt ist sie uns weggestorben. Ja, das war der Vorführeffekt. Okay. Aber wir brauchen noch einen zweiten Versuch. Ja. Ist halt noch ein bisschen RNG. Ohne Skill-Ups immer doof. Ja. Aber ich denke, man sieht ganz gut, wie gut die CC, die Krankenschwester hier ist, gerade im CC-Team mit noch einem anderen Attack-Bar Reducer. Ist die richtig OP. Bin mal gespannt dann mit dem Speed-Team, mit der Dark Popo-Reiterin hier. Das wird bestimmt nice. Aber jetzt erstmal nur so zum Zeigen für die Dark Krankenschwester. Die meisten farmen ohnehin im Heavy Metal und im Box Club natürlich für Speedrun. Gerade für Arena Box Club. So immens wichtig. So. Ich bin sagen, sogar am Überlegen, ob ich den Revolverheld nicht draus mache und da vielleicht noch ein zweite Schützin rein. Weil ich brauche den Attack Buff eigentlich nicht unbedingt. Ja, da habe ich keinen Speedlead. Genau, das war das Problem im Speedlead. Aber irgendeine andere Dark Unit hat einen Speedlead gehabt. Zumindest für Dark Lemons. Ich komme gerade nicht drauf, wer das war. So, schauen, ich brauche auf jeden Fall mal einen Death Break hier. Und jetzt? Okay. %50 Attack, 50% Genauigkeit ist halt auch ein bisschen wenig für Stufe 10 beim Boss. Da brauchst du eher so um die 60. Wäre schon besser. Weil jetzt hat sie gerade ihren auf den zweiten Skill auch wieder nur einen Debuff gesetzt. Weil halt Accuracy zu wenig ist. So, jetzt wieder im Spiel. Dark Robo braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber ich bräuchte noch mal die Raketen von ihr. Ihr seht, links und rechts, die kommen überhaupt nicht zum Zug. Ja, also da passiert gar nichts. Durch die Raketen von ihr, die Nebenbosse, völlig irrelevant. Jetzt greift sie, die brauchen wir aber nicht mehr. Aber ich brauche noch mal einen Death Break von ihr. Unbedingt. Komm, Mädel. Hier jetzt die Raketen. Death Break. Das ist der Death Break. Und jetzt haben wir es fast. Ja. Kein schnelles Team, aber erstmal zur Überbrückung so ein bisschen zum Rumprobieren. Aber ich glaube, man hat ganz gut gesehen, wie stark die Dark Krankenschwester ist. Richtig mega geil. Ich finde es echt geil, dass du die geschenkt bekommen. Tust du sie ja nicht. Man muss sie schon erspielen, aber man kann sie free-to-play erspielen. Es ist halt, ja, man braucht halt schon ein bisschen. Es geht nicht an in einer Woche. Oder geht es in einer Woche? Nee, ich glaube nicht. Man braucht schon ein bisschen länger. Also, wie lange sind wir jetzt im Spiel? 4 Wochen. Ein bisschen mehr über 4 Wochen. Aber ich habe mich am Anfang nicht so auf die Mission konzentriert. Ich denke, 3 Wochen, zwei Wochen kann man schaffen, dass man bei der
Krankenschwester landet, je nachdem, wie viel man halt auch casht. Ja. So, das war's für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich werde noch ein bisschen rumprobieren und beim nächsten Mal schauen wir uns dann mal vielleicht ein bisschen GK oder so mit der Dark Krankenschwester an, ja? Mal sehen. In diesem Sinne, keep on grinding. Euer Lobo. Let's see.